Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Enduro 2 auf dem Tisch liegen, beziehungsweise es geht heute um den Test der Garmin Enduro 2. Ich habe die Uhr von Garmin als Reviewgerät zur Verfügung gestellt bekommen, habe aber keinerlei Einschränkungen, möchte es aber aus Transparenzgründen hier erwähnen. Die Garmin Enduro 2 kommt hier auch nur in einem Modell, beziehungsweise erscheint nur in einem Modell. Wir haben hier keine Unterscheidung zwischen einer S-Version oder einer großen X-Version, einer Standardversion. Ihr müsst euch hier für eine Version entscheiden. Die Uhr selbst hat eine Größe von 51 mm und ist etwa 15,6 mm dick. Das ist etwas dicker als jetzt die Fenix 7 X-Version, die hier auch mit 51 mm aufschlägt. Hintergrund ist der, dass die Enduro 2 einen größeren Akku hat. Die Fenix 7 selber hat nur eine Dicke von etwa 14,9 mm. Ebenfalls verbaut ist hier eine Titanlünette bzw. auch ein titanverstärktes Gehäuse und wir haben hier sowohl ein Sonarpanel verbaut als auch Saphirglas. Der Nachteil von Saphirglas bzw. Solarsaphir ist, dass die Uhr etwas einen Ticken dunkler erscheint. Wenn man jetzt hier nicht Saphirgläser nebendran hält, ist es eigentlich ganz gut zu erkennen, dass wir hier einen gewissen Unterschied haben. Ich habe die Uhr jetzt täglich getragen und auch viel beim Workout getragen, beziehungsweise auch viel unterwegs, mit Kindern unterwegs gewesen, auf dem Spielplatz etc. So alles so Punkte, wo man die Uhr ein bisschen belastet. Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt noch keinerlei Beschädigung an der Uhr. Das heißt, es sind noch keine Kratzer im Lack oder der Lack ist an irgendeiner Stelle abgeplatzt. Wenn wir die Enduro 2 dann auch nochmal von außen betrachten, sehen wir auch, dass wir hier entsprechend auch eine Taschenlampe verbaut haben. Die Taschenlampe ist hier ein Ticken heller als die der Fenix 7. Ihr habt dann hier die Möglichkeit, in mehreren Stufen das Ganze einzustellen. Und ich muss auch wirklich sagen, die Taschenlampe leuchtet wirklich sehr gut aus. Ich habe es jetzt immer genutzt, wenn ich zu meinen Kindern rüber musste und das Licht nicht einschalten wollte, habe ich da entsprechend Taschenlampe genutzt. Aber auch wenn ihr hier im Zelt unterwegs seid oder mal draußen unterwegs seid, hilft es auf jeden Fall, alle mal den Weg auszuleuchten. Damit joggen zu gehen, würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen, aber wenn ihr, wie gesagt, in die Dunkelheit kommt und mal Weg ausleuchten müsst, ist die Taschenlampe auf jeden Fall ausreichend. Die Enduro 2 wird ja auch mit einem Nylon-Klettarmband verschickt und ich muss sagen, das ist mit Abstand das beste Garmin-Armband, was ich je gehabt habe. Also ich hätte es auch gern für meine Phoenix-Uhren, beziehungsweise bin auch schon am Schauen, ob ich mir das irgendwie organisiere, weil es ist erstmal atmungsaktiv, es ist wirklich sehr bequem zu tragen und wenn man das Ganze mal raus hat mit den 2 Klettverschlüssen, das anzuziehen, ist das auch kein Problem und ich kann das Armband wirklich nur empfehlen. Was die Wasserdichtigkeit der Uhr angeht, so könnt ihr bis 10 ATM hier unter Wasser gehen und entsprechend die Uhr dann auch nutzen. Sensorentechnisch haben wir einen barometrischen Höhenmesser verbaut, wir haben ein Temperaturmesser an Bord, beziehungsweise auch ein 24/7 Herzfrequenzmesser und ein Pulsoximeter, der zum Beispiel auch für die Höhenakklimatisierung genutzt werden kann. Zudem haben wir hier dann Bluetooth und ANT Plus als Schnittstellenunterstützung vorhanden. Das heißt also, ihr könnt zum Beispiel einen Stride Foodpod nutzen. Für den Stride Foodpod gibt es zum Beispiel auch eine Workout-App, die dann bereitgestellt wird, die ihr dann von Stride selbst nutzen könnt. Oder auch dann entsprechende Wattpedale oder auch ein Indoor-Trainer, der das Ganze ebenfalls hiermit unterstützt. Was das Display angeht, so haben wir hier ein 280 x 280 großes Memory-in-Pixel-Display. Das kennen ja schon jetzt viele von vielen anderen Uhren. Der Vorteil von dem Display ist einfach, dass ihr, wenn ihr in die Sonne entsprechend reingeht, das Display wirklich sehr gut ablesen könnt, weil das Ganze reflektiert wird. Nachteil an der Stelle ist, das Display muss dann in Dunkelheit dann auch Hintergrundbeleuchtung nutzen, beziehungsweise wird Hintergrund beleuchtet. Und es ist natürlich gegenüber einem OLED-Display nicht so farbprächtig, aber dafür wirklich sehr gut im Outdoor-Bereich ablesbar. Des Weiteren ist es natürlich auch viel akkuschonender, das heißt, dadurch, dass die Pixel auch gespeichert werden, habt ihr natürlich da einen Vorteil gegenüber der Akkulaufzeit. Natürlich ist es so wie jetzt bei den neuen Garmin-Uhren gewohnt, das Ganze dann auch mit einem Touch-Display ausgestattet. Das heißt also, ihr könnt das Ganze dann mit den Fingern bedienen. Wenn ihr aber keine Lust drauf habt und sagt, okay, ich bin eher klassisch unterwegs, dann ist natürlich auch möglich, die Uhr komplett über die Tasten zu steuern. Also ihr müsst Touch-Display überhaupt gar nicht nutzen. Und ihr habt dann auch über eine Tastenkombination auch die Möglichkeit, entsprechend das Touch-Display zu sperren. Meine Erfahrungen mit Touch-Displays sind auch sehr positiv. Das Display reagiert wirklich sehr gut. Man kann dann wirklich sehr gut durchsteuern. Also wenn ihr dann die Aktion ausführt bzw. drauf toucht, dann gibt es auch entsprechend gleich eine Reaktion. Und sobald es dann zu feucht wird bzw. zu nass wird und das Ganze nicht mehr steuerbar ist, habt ihr dann immer noch die Möglichkeiten, das Ganze hier entsprechend über die Knöpfe zu bedienen. Und ihr habt dann auch nicht die Problematik, dass irgendwas ausgewählt wird, was nicht ausgewählt werden soll. Zu guter Letzt wird die Uhr dann auch noch mit 32 GB internen Speicher ausgeliefert. Das ist für alle die interessant, die zum Beispiel hier Offline-Musik nutzen möchten. Ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier über Spotify, Amazon oder auch über Deezer entsprechend die Musik herunterzuladen. Auch MP3-Files sind möglich und könnt dann hier ohne Handy rausgehen und entsprechend dann Musik hören und eure Kopfhörer damit verbinden.
Und ist natürlich dann auch noch fürs Kartenmaterial interessant, weil wir haben hier dann auch die Möglichkeit, hier Offline-Karten mitzunehmen bzw. herunterzuladen. Aber zum Thema Karten kommen wir dann noch in einem weiteren Teil des Videos. Was die Widgets angeht, so haben wir natürlich wieder die Garmin-typischen Standard-Widgets verbaut. Wir haben dann zum Beispiel auch wieder ein Wetter-Widget, das enthalten ist. Das heißt also, ihr bekommt entweder von dem Standort, von dem Handy, weil das Ganze muss über das Handy synchronisiert werden, oder von einem festgelegten Standort die Wetterprognosen auf die Uhr direkt angezeigt. Das heißt also, die Uhr synchronisiert das Ganze einmal. Ihr könnt dann das Handy auch zu Hause lassen und habt hier für die nächsten Tage an auch die Wetterprognosen dabei. Auch habt ihr dann für den jeweiligen Standort den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang inklusive Dämmerungszeit. Gerade Dämmerungszeit dürfte interessant sein, weil das ja gerade der Bereich ist, wo man dann vielleicht ein Zelt aufstellen möchte oder entsprechend so langsam in eine sichere Umgebung geben möchte, wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Ebenfalls ist auch möglich, bei der Enduro 2 eine Unwetterwarnung zu aktivieren. Das bedeutet, wenn ihr das entsprechend einstellt, also ihr könnt es selber individuell von der Stärke einstellen, ab wann die Uhr reagieren soll. Wenn der Druck dann entsprechend abfällt, bekommt dann eine Warnung auf die Uhr angezeigt, dass entsprechend ein Unwetter oder ein schlechtes Wetter oder ein Gewitter dann aufzieht. Das dürfte gerade für die dran sein, die in den Bergen unterwegs sind, wo man das Ganze nicht so offensichtlich sieht. Wir haben natürlich hier eine Sportuhr und was bieten eine Sportuhr an? Natürlich sind es die typischen Sachen wie die ganzen Fitness-Tracker-Funktionen. Wir haben natürlich eine Kalorienmessung dabei, der Schrittzähler ist enthalten, aber auch ein Etagenzähler ist dabei. Ebenfalls bekommen wir Garmin-typisch dann auch wieder die Body Battery, die uns einfach den männlichen Akku anzeigt, wie viel Energie ihr noch im Körper habt, beziehungsweise dann auch eine Stressmessung, die einfach zeigt, wie gestresst euer Körper aktuell ist. Natürlich hat die Enduro 2 auch ein Schlaftracking verbaut, also jede Sportuhr nutzt es ja mittlerweile und ist auch ein wichtiger Bestandteil der Regeneration, deswegen wird das Ganze dann auch immer angeboten. Und da ist es so, dass zwar Garmin mit der Phoenix 6 ja wirklich schlechte Schlaftracking präsentiert hat, so bekomme ich bei der Enduro 2 auf jeden Fall schon mal deutlich besseres Schlaftracking. Aber leider ist es dann immer noch so, dass die Aufwachphasen nicht immer ganz gut erkannt werden. Ich schaue halt viel auf die Uhr, wenn ich gerade zu meinen Kindern gehe, dann guckt man automatisch auf die Uhr, ob man zur Arbeit muss oder nicht zur Arbeit muss. Und da habe ich schon gesehen, dass da oft Abweichungen zwischen 10 und 15 Minuten vorliegen. Das Ganze ist dann auch doch eher als Richtwert zu betrachten, auch mit den Tiefschlafphasen. Das kann ich alles nicht beurteilen, wann die stattgefunden haben, ob das soweit stimmt. Diese Daten bekommt ihr am besten im Schlaflabor. Hier geht es einfach rein um die Orientierung, ums Grobe und fürs Grobe ist es gut brauchbar, weil es geht auch darum, dass ihr entsprechend hier auch ein bisschen die Regeneration trackt und einfach seht, ob euer Körper sich regeneriert. Das Ganze wird für die kommenden Widgets, was ich gleich noch erzähle, auf jeden Fall von Relevanz sein. Die ersten großen Neuerungen, die unter anderem mit den Forerunner-Uhren gekommen sind, also mit der 255 als auch mit der 955, das ist das Wettkampf-Widget. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, im Kalender einen Wettkampf zu hinterlegen, beziehungsweise auch, wenn es die Veranstaltung eingestellt hat, eine Veranstaltung zu suchen. Und dann könnt ihr zum Beispiel für das Laufen das entsprechend auswählen und sowohl die Strecke hinterlegen, als auch selber eine Strecke hinterlegen und können dann entsprechend zu diesem Wettkampf trainieren. Das Wettkampf-Widget gibt euch nicht nur Informationen wie zum Beispiel, wie das Wetter zu dem Zeitpunkt sein wird, also die durchschnittlichen Temperaturen, als auch wann das Ganze stattfindet. Nein, beim Laufen bekommt ihr zum Beispiel auch einen individuell angepassten Trainingsplan, der euch entsprechend euer angegebenes Ziels dann zu diesem Ziel hinführt mit täglichen Trainings, wie ihr das zum Beispiel auch von den normalen täglichen Trainings kennt. Nur wird hier dann unterschieden zwischen Ruhephasen, Hochphasen und so bekommt ihr dann ein geleitetes Training, um dann entsprechend beim Wettkampf hier euer Ziel zu erreichen. Ich hatte das Ganze jetzt für den Staffelmarathon in Frankfurt genutzt und habe hier die täglichen Trainings durchgeführt. Und ich muss sagen, ich finde es an sich nicht schlecht. Ich finde das Widget wirklich sehr, sehr gut gelungen. Was mich hier noch ein bisschen stört, ist, dass man hier keinen Trainingsfortschritt hat. Also man sieht jetzt nicht, ob man jetzt im Training drin ist oder nicht drin ist. Auch ist es schwierig, wenn man mal krank wird, das Ganze ein bisschen zu unterbrechen bzw. anzupassen. Da ist noch ein bisschen Korrekturbedarf von Garmin nötig, aber das ist schon mal ein erster guter, wirklich sehr guter Schritt, um hier ohne Trainer sich für einen Wettkampf vorzubereiten. Ebenfalls neu ist das Trainingszustand-Widget. Hier bekommt ihr auf einen Blick angezeigt, wie euer aktueller Trainingszustand ist. Früher war das ja immer in verschiedenen Widgets aufgeteilt. Das Trainingszustand-Widget beinhaltet einmal den Trainingsload, den Belastungsfokus, also wie euer Training aussieht, ob ihr das ausgeglichen ist, beziehungsweise den HLV-Status, also die Herzfrequenzvariabilität, wie sich ihr euch in der Nacht erholt. Das Ganze wird ja nachts gemessen, als auch die Erholungszeit beziehungsweise die VO2 Max-Werte. Und Garmin nimmt hier alle Daten zusammen und errechnet mit dem Algorithmus dann entsprechend euren Trainingszustand und so wisst ihr dann, ob ihr dann entsprechend eure Form aufbaut oder die Form abbaut beziehungsweise auch überlastet seid und das habt ihr dann entsprechend hier auf einen Blick. Stichwort VO2 Max, wenn ihr jetzt fürs Laufen unterwegs seid, bekommt ihr noch etwa 2-3 Läufen, wenn ihr draußen GPS laufen wart und den Puls gemessen habt, dann einen VO2 Max Wert angezeigt. Das gleiche gibt es auch fürs Radfahren.
Beim Radfahren ist aber so, dass ihr dann entsprechend hier auch eine Wattmessung benötigt. Das heißt also sowohl Indoor, wenn ihr das auf dem Indoor-Rad macht, beziehungsweise hier zum Kicker Snap oder andere Geräte, die das Ganze unterstützt, als auch dann entsprechend mit Wattpedalen hier draußen in der Outdoor unterwegs seid, dann bekommt ihr auch entsprechend hier einen VO2 Max-Wert. Des Weiteren bekommen wir beim Laufen dann auch noch eine Laufprognose angezeigt. Das heißt also, ihr bekommt eine Hochrechnung dann eures Leistungszustands. Einmal die 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathonzeit angezeigt, die ihr theoretisch mit eurem aktuellen Fitnessstatus schaffen könnt. Und gerade die Hochrechnung finde ich wirklich sehr spannend, weil die trifft es doch ganz gut. Also ich habe das mal versucht dann zu erreichen und habe das dann auch wirklich geschafft. Aber ich muss auch sagen, mehr war an der Stelle auch nicht mehr drin gewesen. Und das ist doch wirklich ein guter Orientierungswert, um einfach euren Leistungszustand hier wirklich zu ermitteln bzw. herauszufinden. Ein weiteres neues Widget bzw. eine neue Funktion, die jetzt noch dazugekommen ist, auch das Radfahrvermögen. Ihr bekommt jetzt auch auf den Uhren, also auf den Phoenix 7 bzw. Enduro 2 als auch Tactix 7, hier entsprechend dann angezeigt, wie gut euer Radlevel ist bzw. wie euer Training ausgeglichen ist und habt da auch ein kleines Feedback. Früher war das Ganze ja nur auf den Edge-Geräten gewesen, nun haben wir das auch entsprechend auf den Uhren dabei. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Garmin Edge 1040 habt oder auch ein Garmin Edge Explore, diese dann entsprechend hier mit der Uhr zu synchronisieren, beziehungsweise ihr könnt hier Physio-Through abnutzen, dann arbeiten beide Geräte zusammen, ihr teilt dann entsprechend die Trainingsfortschritte und könnt sowohl auf dem Garmin Edge trainieren, als auch auf der Uhr. Das ist wirklich eine sehr gute Symbiose, falls ihr das entsprechend nutzen möchtet. Mein persönliches Highlight, was Garmin jetzt ausgerollt hat auf die neuen Uhren, das ist aber das Trainingsbereitschafts-Widget. Das hat natürlich die Enduro 2 hier auch verbaut. Was ist das Trainingsbereitschafts-Widget? Es zeigt euch einfach auf einen Blick an, wie bereit euer Körper für das Training ist. Ob ihr ein hartes Training machen könnt oder über gar kein Training machen sollt oder einfach topfit seid und hier voll in die Eisen gehen könnt. Es ist wahrscheinlich für die Leute, die schon lange trainieren, ein Feature, wo sie sagen, ja gut, ja, das weiß ich auch selber, aber ich finde es gerade für den Bereich des Amateurbereichs oder auch wenn ihr neu im Laufsport seid, ein wirklich sehr gutes Widget, weil es einfach euch zeigt, ob ihr jetzt auch mal ausruhen sollt oder einfach dann trainieren könnt. Aber wie setzt sich das Ganze zusammen? Es nimmt einmal hier den Schlaf der letzten Nacht, da sind wir wieder beim Schlaftracking, schaut einfach, wie gut habt ihr euch erholt, beziehungsweise er schaut natürlich dann auf die Erholungszeit, wann das letzte Workout war und wie viel Erholungszeit es entsprechend errechnet hat, wie anstrengend das Ganze war, als auch die Herzfrequenzvariabilität. Hier schaut einfach die Uhr drauf, beziehungsweise misst nachts die Herzfrequenz und schaut einfach, wie gut euer Körper sich in der Nacht erholt hat, weil gerade in der Nacht ihr ja die Regeneration durchführt. Natürlich ist dann auch das Trainingsload oder die Trainingsbelastung wichtig, weil hier muss dann einfach geschaut werden, seid ihr dann über der Trainingsbelastung, seid ihr drunter, also baut ihr Fitness ab, baut ihr Fitness auf, beziehungsweise wenn ihr auch neu dabei seid, der Körper muss sich erstmal langsam an das ganze Training gewöhnen und braucht natürlich auch hier entsprechend die Zeiten, man soll ihn natürlich nicht überlasten. Und last but not least haben wir dann natürlich auch noch das Schlafprotokoll. Hier werden dann die letzten 7, 8 Tage werden dann hier betrachtet, wie euer Schlaf sich entwickelt hat. Also wir haben einmal den Einfluss des letzten Schlafes, aber auch dann die Vergangenheit, weil natürlich das hier für längere Zeit der Regeneration relevant ist. Und jeder dieser genannten Punkte wird dann auch entsprechend bewertet und das Ganze gibt dann einen Score bzw. einen Wert, der euch dann auf einen Blick angezeigt wird, ob ihr dann entsprechend hier fürs Training bereit seid. Und ich muss sagen, da ist der Algorithmus auch wirklich sehr gut. Also immer wenn ich auch das Gefühl hatte, boah, heute ist es immer mit dem Training nicht so und ich habe mir die Werte angeschaut, also ich habe mir erst geguckt, wie ich mich fühle und dann auf die Werte geschaut und habe dann festgestellt, oh, das passt ja eigentlich zu dem, wie ich mich fühle. Zumindest aus meiner Sicht oder beziehungsweise aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass für mich das wirklich eine Bereicherung ist und nicht auf jeden Fall ein Richtwert ist, um hier selber das Ganze etwas einzuschätzen, beziehungsweise wenn du Probleme hast, dich selbst einzuschätzen, da mal drauf zu achten. Natürlich bietet die Enduro 2 eine Vielzahl von Sportarten. Es bietet eigentlich fast alle Sportarten, die hier Garmin anbietet. Ich blende die einfach hier auch schon mal ein, was da alles dabei ist. Einzig wie bei der Tactix 7, wo dann noch Sportfliegen dabei ist, haben wir hier nicht enthalten. Ansonsten haben wir hier eine Hülle und Fülle von Sportarten. Es ist natürlich dann sowas wie Laufen dabei, aber auch Radfahren, wobei beim Radfahren dann auch zwischen Pendelstrecke unterschieden wird oder Gravelbike oder auch Mountainbike. Gerade bei letzterem, also beim Mountainbike, haben wir dann auch noch die Mountainbike Dynamics dabei, die euch einfach zeigen, wie gut ihr dann die Trails herunterfahrt, beziehungsweise wie gut ihr am Berg hochfahrt und könnt hier dann nochmal entsprechend die Datenanalyse reingehen. Ebenfalls ist natürlich dann auch wieder Pilates und Yoga dabei, wo ihr dann entsprechend dann auch animierte Workouts angezeigt bekommt, die ihr dann auch herunterladen könnt, beziehungsweise die Trainings herunterladen könnt. Aber auch hier wird das Ganze zum Beispiel im Ultrarun beworben. Beim Ultrarun habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn ihr jetzt eine Pause macht, hier auf die Lab-Taste zu drücken und dann wird die Pause dann dazu gesondert getrackt. Also es wird dann auch mit ausgewertet und könnt dann entsprechend wieder loslaufen.
Das ist aber jetzt nicht nur exklusiv der Enduro 2, das habt ihr zum Beispiel bei der Phoenix 7 auch, aber natürlich ist bei der Enduro 2 gerade aufgrund der großen Akkulaufzeit das viel mehr von Interesse, weil man einfach hier längere Workouts durchführen kann. Garmin-typisch haben wir natürlich wieder auch die Möglichkeit, jedes Workout, ja, seine Datenfelder individuell zu gestalten. Mittlerweile geht das Ganze ja dann auch über die App selber und so könnt ihr es dann entsprechend, wie ihr es haben möchtet, für jede Sportart individuell einrichten. Ebenfalls gibt es dann halt auch die Option, zum Beispiel über den Garmin Connect IQ Store, dann hier noch zusätzliche Datenfelder herunterzuladen. Da gibt es ja eine Hülle und Fülle, was die Entwickler zur Verfügung stellen. Aber wir haben natürlich nicht nur Datenfelder hier zur Verfügung, wir können natürlich auch entsprechende Apps oder auch Zifferblätter herunterladen. Da bietet die Enduro 2 eine große Schnittstelle beziehungsweise auch viele Entwickler, die hier entsprechende Software zur Verfügung stellen. Wenn wir schon beim Thema Laufen sind, wir bekommen jetzt auch mit der neuen Version 10.33 bzw. 10.36 die Möglichkeit, entsprechend hier Wattmessung am Handgelenk durchzuführen bzw. ja zu nutzen. Die ganze Zeit war das nur mit dem gelben oder bzw. mit einem HRM Pro Gurt möglich oder auch mit dem HRM Run Gurt, das ist der rote Gurt. Das ist jetzt nicht mehr nötig, um das Ganze hier mit der Wattmessung durchzuführen. Diese wird jetzt entsprechend am Handgelenk durchgeführt. Das ist für die Leute interessant, die jetzt gerade im hügeligen Gebiet unterwegs sind und jetzt hier nicht auf Pace trainieren wollen oder auf Herzfrequenz, sondern hier auf Wattmessung. Diese Datenfelder müsst ihr dann aber einrichten und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass ihr dann jetzt hier Trainings mit Watt erstellen könnt. Also ihr könnt auf Garmin Connect auf die Seite gehen und euch Trainings erstellen und hier entsprechend dann auch zum Beispiel Intervalle über die Wattmessung durchführen. Wie das Ganze mit dem Thema Wattmessung funktioniert, beziehungsweise wie Garmin das umgesetzt hat, dazu habe ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Das kannst du dann entsprechend nochmal im Nachgang anschauen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte jetzt aber trotzdem noch vertikales Verhältnis, vertikale Geschwindigkeit oder genauere Messwerte haben, was meine Laufeffizienz angeht, da seid ihr immer noch auf dem HRM Pro Gurt bzw. auch Run Gurt angewiesen. Die Werte werden dann entsprechend auf die Uhr übertragen und das Ganze wird auch entsprechend unterstützt bei der Enduro 2 und bekommt die Werte dann auch angezeigt und könnt hier natürlich dann euren Lauf verbessern. Dann kommen wir auch schon zum spannenden Teil und das ist die Akkulaufzeit. Ich habe die Uhr, wie gesagt, schon mehrere Tage oder mehrere Wochen getragen. Ich habe so 2 bis 3 Workouts, die so etwa 1 bis 1,5 Stunden gehen. Ich habe das Ganze dann hier mit SatIQ genutzt und bin hier mit einer Laufzeit von etwa 2,5 Wochen rausgekommen. Natürlich ist es hier entscheidend, was nutze ich. Habe ich zum Beispiel jetzt hier Smart Notifications an, weil ich bekomme ja zum Beispiel die Meldung der Uhr angezeigt oder wenn einer anruft, bekomme ich das angezeigt. Habe ich den Pulsoximeter 24/7 laufen oder höre ich Musik auf der Uhr, beziehungsweise höre ich mit der Musik mit der Uhr. Und das sind alles so Faktoren natürlich auf die Akkulaufzeit individuell eingreifen. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, okay, das ist jetzt der festgelegte Wert. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel den Pulsoximeter ausschaltet oder nicht mit Multiband lauft, sondern oder mit SatIQ oder mit einem anderen GPS-Wert, habt ihr natürlich entsprechende andere Akkulaufzeiten wie ich. Bei den Sportaktivitäten kommen wir mit dem besten, und zwar mit dem Multiband-GPS, auf etwa 68 Stunden heraus, was wirklich schon ein enormer Wert ist, wenn man dann bedenkt, wie lange man normalerweise unterwegs ist. Und das Ganze wird natürlich umso besser, umso ungenauer die GPS-Daten werden. Ihr könnt das Ganze ja entsprechend einstellen. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, wie gesagt, das Multiband zu nutzen. Das ist das beste GPS, was es gibt. Dann haben wir noch SatIQ, das ist so ja von Garmin neu vorgestellte GPS-Methodik, die dann das Beste heraussucht und dann selber umstellt, was es gerade braucht. Und im Extremfall haben wir natürlich dann auch den Expeditionsmodus, der hier ebenfalls unterstützt wird. Und hier ist so, dass die GPS-Daten ja wirklich an einem sehr großen Abstand gemessen werden. Und hier kommen wir auf eine Laufzeit auch dann von 77 Tagen. Man kann im Umkehrschluss auch sagen, die Enduro 2 hat gegenüber einer Phoenix 7X so etwa 20% mehr Akkulaufzeit, was natürlich dann auch entsprechend der Größe des Gehäuses hier etwas geschuldet ist. Was das Thema Navigation bzw. auch Karten Enduro 2 angeht, wir haben hier Turbo Active Karten verbaut bzw. werden hier ausgeliefert oder sind enthalten. Ebenfalls was dabei sind auch Skikarten, das heißt, wenn ihr jetzt im Skigebiet unterwegs seid, bekommt ihr einen Überblick der Skipiste. Und das Ganze ist entsprechend dann auch nach der Schwierigkeit eingeteilt. Das heißt, es gibt dann blaue Pisten für die blauen Pisten, rot für die rot, schwarz für die schwarzen. Ihr wisst schon, wie ich verstehe, was ich meine. Aber auch Loipe werden angezeigt und so seht ihr dann im Skigebiet, was um euch los ist. Beziehungsweise, wenn ihr gerade am Berg seid und unterwegs seid und vielleicht keine Ausschilderung da ist, könnt ihr entsprechend hier auf der Karte nachschauen. Ebenfalls, was die Enduro 2 anbietet, was aber auch den Phoenix-Uhren ausgerollt worden ist, ist das Next Fork. Das zeigt euch einfach die nächsten Wegkreuzungen an. Ihr könnt dann auf der Karte das Ganze so einstellen, beziehungsweise bei der Enduro 2 ist es schon eingestellt. Ihr seht dann einfach, wann die nächste Kreuzung kommt. Und wenn dann entsprechend ein Straßennamen dabei ist, bekommt ihr sogar noch den Straßennamen angezeigt. Und so könnt ihr euch entsprechend von Kreuzung zu Kreuzung navigieren. Dann kommen wir auch schon zum Thema Navigation.
Und da ist es so, ihr könnt einmal über Komoot oder auch über Autoactive oder andere Seiten, die GPX-Dateien unterstützen, entsprechend Routen planen und dann bei Garmin Connect synchronisieren und einspielen. Aber auch Garmin bietet selber einen Routenplaner, wo ihr dann direkt über die Website oder über die App auch entsprechend die Strecke planen könnt. Wie das Ganze mit Garmin funktioniert, das habe ich mal ein Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du dir mal anschauen, wie die Routenplanung mit Garmin oder bei Garmin aussieht, und die ist ja auch komplett kostenlos. Wenn ihr dann die Routen geplant habt, könnt ihr es dann auf die Uhr synchronisieren und ihr könnt es dann entsprechende Aktivität, die ihr durchführen wollt, zum Beispiel Wandern, Laufen, Trailrun oder auch Radfahren, entsprechend das Ganze starten. Ihr bekommt dann eine Turn-by-Turn-Navigation. Ihr bekommt dann einmal angezeigt den Pfeil, wo es lang geht, aber seht auch dann auch immer auf der Karte, wo ihr seid, und das Ganze ist dann auch im Strich gezeigt, dass ihr seht, wo ihr wart, wo ihr hinkommt, und könnt entsprechend hier euch navigieren. Ganz interessant wird das vor allem, wenn dann irgendwie mal ein Weg gesperrt ist oder ein Weg nicht mehr existiert, weil zum Beispiel Unwetter war. Dann könnt ihr auf der Karte entsprechend auch nachschauen, was hier die alternativen Routen sind, und das ist auch die große Stärke hier bei der Garmin-Navigation. Eine weitere Stärke ist natürlich, dass ihr dann auch ein Signal bekommt. Das ist dann so, ihr bekommt eine Vibration und auch einen Ton. Warum erwähne ich das? Es gibt leider Hersteller, die das nicht haben. Die haben zwar eine Kartennavigation, aber dann entsprechend auch kein Signal vorhanden. Also hier wird auf jeden Fall keine Kreuzung verpasst. Und meine Erfahrung ist auch so, dass Garmin hier deutlich nachgebessert hat. In alten Videos habe ich immer kritisiert, dass nicht alle Wegpunkte oder nicht alle Abbiegehinweise erfolgt sind. Es kommt hin und wieder mal vor, dass ein Abbiegehinweis vielleicht doch nicht erscheint. Aber im Großen und Ganzen hat sich da auf jeden Fall einiges gebessert und die Probleme sind nicht mehr so aufgetaucht, wie es in der Vergangenheit war. Zum Thema Navigation bzw. wie das Ganze in der Praxis aussieht, habe ich auch nochmal ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich dir oben auch nochmal. Da kannst du nochmal im Live anschauen, wie das Ganze hier mit der Enduro 2 funktioniert, falls dich das hier nochmal tiefer interessieren sollte. Wenn man eine Aktivität durchführt, ist natürlich dann auch das GPS von Interesse, zumindest meistens ist es von Interesse. Und so hat hier die Enduro 2 das neue Multiband-GPS verbaut. Das ist ja das beste GPS, was man haben kann. Also es gibt ja auch schon Hersteller wie Coros zum Beispiel, die das auch jetzt schon hatten oder vorher schon hatten, vor Garmin. Das hat jetzt auch entsprechend hier die Garmin-Uhren erhalten. Und wir bekommen hier, gerade wenn ihr in Wäldern unterwegs seid, aber auch im Gebirge hier optimale Werte, da die Werte hier entsprechend berechnet werden, beziehungsweise hier die Streuung ja eingeschränkt wird. Das führt aber dazu, dass natürlich die Akkulaufzeit hier am stärksten beeinträchtigt wird, beziehungsweise hier natürlich der meiste Strom verbraucht wird. Daher hat auch Garmin das sogenannte SatIQ eingeführt. Ich habe jetzt eigentlich mit der Enduro 2 fast alle meine Workouts nur noch mit SatIQ durchgeführt. SatIQ sucht einfach hier den optimalsten Wert. Das heißt also, wenn ihr auf Freigelände draußen seid, braucht ihr zum Beispiel kein Multiband, weil ihr habt ja freies Gelände. Es gibt keinen Baum, der stört, oder keine Häuser, der stören. Und hier kann natürlich mit dem geringsten GPS-Aufwand das Ganze getrackt werden. Wenn ihr aber in den Wald reingeht, geht das Ganze bis zum Multiband hoch und ermittelt so eure optimalen Werte. Und auch hier muss ich sagen, ich habe zum Beispiel das Ganze mal mit dem Garmin Edge 1040 verglichen, wo ich dann im Wald unterwegs war. Da ist auf Multiband gelaufen. Da habe ich wirklich sehr optimale Werte bekommen. Oder auch im Freigelände Häuser war das Ganze dann auch kein Problem mehr und habe hier optimale GPS-Bilder bekommen. Daher würde ich euch auch empfehlen, nicht hier mit Multiband laufen zu gehen oder Radfahren zu gehen oder Sport zu machen, sondern einfach hier SatIQ zu nutzen, da ihr hier einfach eine bessere Akkulaufzeit herausbekommt und entsprechend trotzdem hier nicht auf ein gutes GPS-Bild verzichten müsst. Natürlich haben wir bei der Uhr auch wieder einen optischen Herzfrequenzmesser verbaut. Das bedeutet, das Ganze wird hier am Handgelenk gemessen. Und ich muss sagen, die Enduro 2 weist hier schon zwar bessere Ergebnisse auf als noch der alte Sensor, den wir hatten, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch hier Probleme. Daher würde ich gerade bei Sportarten, wenn es schnelle Peaks gibt, die auch dann schnell wieder abflachen, hier einen Brustgurt zu nutzen, da er einfach bessere Werte liefert als hier der optische Herzfrequenzsensor. Jetzt für, ich sag mal, für das ruhige Laufen oder das gleichmäßige Laufen ist das kein Problem. Nur gerade, wie gesagt, bei Trainings, wie jetzt zum Beispiel Krafttraining oder auch bei Intervalltraining, würde ich dazu raten, entsprechenden Brustgurt zu nutzen. Natürlich konnte ich euch jetzt nur einen ganz kleinen Einblick der Uhr geben, beziehungsweise deren Funktion, weil der Funktionsumfang mittlerweile bei Garmin so groß ist, dass man das eigentlich nicht mehr in ein kurzes Video alles hineinbekommt. Ich werde auch nochmal ein paar Tutorials machen, zum Beispiel mit der Phoenix 7, um auch zum Beispiel nochmal Training zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man das erstellt, und das Ganze ist dann natürlich bei der Enduro 2 ebenfalls so. Man kann auch sagen, wenn man hier mal aufs Fazit kommt, die Enduro 2 bzw. die Phoenix 7 Uhren haben sich da entsprechend jetzt mit den Software-Updates angeglichen. Es gab viele Features, die hier beworben worden sind, zum Beispiel Ultrarun mit der Pause oder auch jetzt zum Beispiel Next Fork, diese Kreuzungsgeschichte, die ich da vorhin genannt habe, die gab es für die Enduro erstmal exklusiv. Das hat man mittlerweile mit einem Software-Update bei der Phoenix 7 abgelöst. Das heißt also, die Phoenix 7 Uhren können das ebenfalls. Das heißt im Umkehrschluss, gegenüber einer Phoenix 7X mit 51 mm hat die Enduro 2 als Alleinstellungsmerkmal eigentlich nur noch die lange Akkulaufzeit
und ich muss auch sagen, die ist hier wirklich top. Ich bin mit der Uhr wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich schicke die wirklich sehr ungern zurück. Das wäre auch meine erste Wahl, wenn ich jetzt zwischen der Phoenix 7X und einer Enduro 2 entscheiden müsste, weil hier einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Komplettpaket dabei ist. Im Umkehrschluss kann man sagen, wenn für euch die Akkulaufzeit wirklich ein Key-Feature ist, weil ihr sehr, sehr viele lange Läufe macht oder längere Tage in den Bergen unterwegs seid, dann ist die Enduro 2 auf jeden Fall eure Wahl. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, das ist mir jetzt ein bisschen teuer und die Akkulaufzeit, die 20% sind mir nicht wichtig, dann könnt ihr auch beruhigt auf eine Phoenix 7 gehen. Die hat nämlich mittlerweile dieselben Funktionen bzw. selben Funktionsumfang als eine Enduro 2. Also ihr müsst auf jeden Fall keine Abstriche machen, zumindest keine großen Abstriche, und seid da etwas günstiger unterwegs. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, was die Enduro 2 angeht. Wenn du noch mehr über die Uhr wissen willst, über die Features, ich habe mein ausführliches Review der Uhr gemacht, das verlinke ich dir oben einfach mal, da kannst du mal reinschauen, da habe ich wirklich alles vorgestellt, was so geht. Wenn dich mehr um das Thema Garmin interessiert, ich habe eine Playlist, die verlinke ich dir einfach mal, da kannst du mal reinschauen, da habe ich alle Themen rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier oben eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.